Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Tales of Interest. Nach dem Saisonfinale in Blackwood begab sich die City Liga in die Winterpause. Doch davor entfloh man dem ungemütlichen Wetter für ein Langstreckenrennen unter dem immer blauen Himmel von Fan Bay. Schon die letzten beiden Saisons endeten mit einer Langstreckenveranstaltung, da waren einmal das 1000-Kilometer-Rennen und die 10 Stunden von West Hill. Und nun also viel Spaß bei den 8 Stunden von Fan Bay. Nach einer verpassten Quali bilden Drang 3 das Schlusslicht. Cola Munster Greinos wollen ebenfalls das Feld von hinten aufrollen. Crucial Velocity Racing, bestehend aus den Fahrern Bingo Wings und Camoradi. Aus den Initialien von Morvai und Lazar entsteht NA Motorsport. Ubisoft Racing, ein deutschsprachiges Team. World Class Lions, ein Team aus Finnland, hat sich aber schon akklimatisiert. Über A6 Motorsport ist mir wenig bekannt, aber vielleicht ein Geheimfavorit. Happy Quasar holte sich die Pole Position in der GTI-Klasse. Genion Racing, diesmal mit einigen neuen Fahrern. TC Racing 2, zu erkennen an der hellen Lackierung. Extreme Racing mit der bekannten Blitz- und Donnerbemalung. Mushroom Racing schickt zwei unterschiedliche Fahrzeuge ins Rennen, ein spanisches Team aus der CSAV, aber heute hier zu Gast. Dom und Ronald lenken nicht nur die Cityliga, sondern auch diesen Wagen für Team Admin. Absolut Beginners Racing, gebildet von Fahrern aus der gleichnamigen Liga. Ronny und Velikov gehen für Race Green Motorsport an den Start. Für TC Racing 1 fahren Elvis und Pete. Team Gugelhupf aus Österreich qualifizierte sich auf den dritten Startplatz. World Class Lions auf Platz 2. Auf Startplatz 1 der aktuelle Gewinner der Teamwertung, verstärkt durch einen Gastfahrer von Core. Auf geht's zum Start mit Falke am Mikrofon. Viel Spaß! Und damit von mir auch ein Hallo zu den 8 Stunden von Fern Bay. Der Start ist konstruktionsbedingt besser für den XRT, so gewinnt TCR gleich auf dem Weg in Kurve 1 hinein 2 Plätze gegen WCL und Google Hupf. Auch Team Admin und Mushroom Racing Team können jeweils 2 Positionen gewinnen. Mit einem separaten Start einige Sekunden nach den TBOs griffen die GTIs in das Renngeschehen ein. In die erste Kurve hinein blieben die Positionen unverändert. Bei 135 Runden plus dem Rest von dieser und mindestens 3 Boxenstopps für die GTIs war natürlich dadurch nichts entschieden. Bereits in der zweiten Runde kam WCL an die Boxengasse. Genau wie ihre FXO-Markenkollegen Gugelhupf zogen sie sich Aufhängungsschäden durch Curbs und Reifenstapel zu. Dadurch war der Vorteil vom zweiten und dritten Startplatz frühzeitig verloren. Beide Teams mussten sich zurückarbeiten. Etwa eine halbe Stunde lang konnten sich die Fahrzeugklassen ausschließlich auf interne Positionskämpfe konzentrieren. Sie sahen einander gelegentlich in den Brückenbereichen. Ab der 6. Rennrunde jedoch änderte sich dies. Die Verantwortung beim Überrunden lag beim Überrundenden, zumeist der TBO-Klasse. Doch schneller sein schützt vor Fehlern nicht. So rutscht hier TCR 1 beim Überrunden von der Strecke runter. Doch Race Green lässt sie wieder vorbei. Eine unverständliche, aber nette Geste. Der Reifenverschleiß bestimmte die Stintlänge der TBO-Klasse maßgeblich. In der letzten Runde von Pete's erstem Stint für TCR 1 platzt in der Überfahrt von Gold auf Green der Reifen. Elvis wartet schon und sieht, dass Team Admin, die in derselben Runde noch in die Box gehen, Platz 2 übernimmt. Glück im Unglück, kein Aufhängungsschaden ist zu reparieren und das Rennen wurde mit verbeultem Kofferraum fortgesetzt. Während TCR für ihren 48,6 Sekunden langen Stop steht, verlässt Team Admin mit Vorsprung die Boxengasse. Happy Quanzer geht früh in Führung und behält Position 1 auch nach dem ersten Boxenstopp, aufgrund eines schwachen ersten Stints von NA Motorsport. Nach dem unplanmäßigen Boxenstopp räumte WCL das TBO-Feld von hinten auf. Als sie vor Team Admin lagen, reichte scheinbar der strenge Blick von Dom aus, um Walter in einen Fehler zu schicken. Der typische Fernbelabflug in der Green-Schikane bedeutete einen einminütigen Reparaturstopp und Fahrerwechsel in derselben Runde.
Tales of Interest-Schaffer Gutholz sagte Folgendes zu dieser Szene. Nachdem mein Teamkollege, Mondbrot, Anmerkung der Redaktion, bei der Boxeneinfahrt fast den Führenden abgeräumt hätte, begann mein Stint. Eher unauffällig, aber ich konnte vor mir diese 2 Abflüge von Genuine Racing und ASICS beobachten. Die Klassensieger standen frühzeitig im Rennen fest, denn sowohl Happy Quanza als auch Infinity Skills lieferten fehlerfreie Performances. Die Tür zum Stockerl öffnete sich durch die Fehler von Google Hupf und WCL für die Teams von TCR und Team Admin. In der kleinen Klasse hingegen musste Heroes of Racing auf Fehler der Vorausfahrenden hoffen, um noch in irgendeiner Weise eine Chance aufs Podium zu haben. Der Kampf um La Maglianera oder die Rote Laterne wurde zwischen CVR und Drunk Drivers geführt. CVR war ein weiteres Opfer der Green-Schikane, doch nur eine Runde später wurde Drunk Drivers von Genuine Racing in der Club-Schikane abgeräumt. Dies war der schwerste Unfall bei den Überrundungen im Laufe des Rennens. Drunk Drivers Grade CZ bestritt für sein Team die kompletten 8 Stunden alleine. Wie einige Stunden zuvor bei TCR platzte ASICS, im schwächer motorisierten Fahrzeug der XR-Brüder, in einer Rechtskurve, allerdings an der Wall of Champions, der Hinterreifen. Es wäre mehr für sie drin gewesen, aber viele Fehler führten letztendlich zum 6. Platz in der Klasse. Der Blick die Start- und Zielgerade hinunter. Nach 5 Stunden und 12 Minuten lieferte er das Duell um Platz 2 in der GTI-Klasse. WCL übernahm Position 2, als NA aus der Box kam. TC Racing 2, Startnummer 52, und Mushroom Walking Team lieferten sich über mehrere Runden einen Kampf um Platz 9 in der TBO-Klasse. Dabei liefen sie auch auf die zuvor genannten Kampfhähne um den Silberrang in der GTI-Klasse auf. Trotz der Überrundung änderte sich in keinem Duell etwas an der Platzierung. Wir kommen zum Ende des Rennreports auch nochmal zu einer der längsten Szenen. Im Kampf um Platz 5 zwischen Catila für WCL und Mazsterati für Absolute Beginners ging es so gut 70 Minuten vor Rennende nicht nur durch den Verkehr, auch tauschten die beiden FXO, wie hier zu sehen, fleißig Farbe aus, was dank selber Mannschaftsfarben wohl keinen negativen Eindruck auf die Lackierung hinterlässt. TCR 1 war nicht nur eine Runde vor den beiden und auf Platz 2, sondern auch noch langsam unterwegs. Das Team hat ordentlich Dampf aus dem Kessel genommen und so musste dieses riskante Entrundungsmanöver her, damit sich WCL vorläufig den Abstand komfortabler ausbauen konnte. Doch auch sie erwischten kurz vor Rennende den Verkehr ungünstig und Absolute Beginners waren eingangs der letzten Runde wieder dran. Tatsächlich hätte der XFGTI von Drunk Drivers durch eine Berührung fast noch das Pendel in die andere Richtung ausschlagen lassen. Nach 8 Stunden und 32,96 Sekunden beendet Infinity Skills das Rennen. 20 Wagen absolvierten 94 Boxenstopps für eine Gesamtzeit von 59 Minuten und 3,69 Sekunden. Die kombinierte schnellste Runde betrug eine 3 Minuten 07,81. Das sind 38 Hundertstel unter der schnellsten Runde von CL21-Meister Mikiewicz. Infinity Skills gewinnt vor TC Racing 1 und Team Admin die TBO-Klasse. In der GTI-Klasse gewinnt Happy Quanza vor NA Motorsport und World Class Lions. Auch in der Zwischenzeit gab es Langstrecken-Action. Die Desire of Patience Tour brachte die NGTs für 24 Stunden auf Aston Grand Touring Reversed.
Hier gewann der Zusammenschluss von Gugelhupf und SRT vor Jump Racing und 72% Soap. Mittlerweile ist die Cityliga auch schon in die 22. S2-Saison gestartet. Die 10 Veranstaltungen werden von den Cityliga Sprintrennen eine Woche vor dem Rennen und den Cityliga Trainingsrennen am Vorabend der Cityliga begleitet.